Hallo zusammen, das ist der TFB Talk. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, und diesmal, da geht es um die beliebte Marke Reinhard Bärchen. Ja, was steckt eigentlich hinter dieser ganz besonderen, niedlichen Kinderwurst und warum ist sie eigentlich seit 1998 so unglaublich beliebt bei Groß und Klein? Wer könnte uns das besser verraten als der Erfinder selbst? Damit herzlich willkommen, Hans-Ewald Reinhardt. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Das Bärchen hat in den letzten Jahren eine Riesenverwandlung durchgemacht. Und wie groß die ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bei der TFB-Brand Reinhard Bärchen hat sich seit 1998 einiges am Look getan. Um zu sehen, wie sich unser Bärchen und auch die Verpackung in den letzten Jahren gewandelt haben, werfen wir einmal einen Blick in die Historie von Reinhard Bärchen. Im Jahr 1998 hat uns Bärchen zum ersten Mal schelmisch zugezwinkert, nachdem sich Hans-Ewald Reinhardt die Reinhard-Bärchen-Wurst für seine eigenen Kinder ausgedacht hatte. Seitdem hat Bärchen unsere Herzen im Sturm erobert. Bereits 1998 war die Verpackung schon mit einem glücklichen Bärchen versehen. Doch was hat sich eigentlich in den Jahren noch so getan? Heute ist Bärchen mit seinem modernen Design für Jung und Alt im Kühlregal erhältlich und hat 3 tolle Freunde, Didi Dax, Hugo Hopf und Holly Hörnchen gefunden, mit denen er viele Abenteuer erlebt. Beim Bärchen hat sich also in den letzten Jahren echt eine ganze Menge getan und ich finde das rote Shirt und die Blue Jeans so cool, ja, beim Bärchen. Was hat sich denn noch alles verändert? Ja, in der Tat, auch Bärchen muss mit der Zeit gehen und sich weiterentwickeln. Und da haben wir vor gut 2 Jahren viele Mütter und Kinder gefragt, also Marktforschung betrieben und herausgefunden, dass das Bärchen etwas weiter, etwas älter werden müsste und sich von dem niedlichen Maskottchen hin zum Abenteurer, zum Entdecker entwickeln sollte. Und das haben wir dann auch natürlich umgesetzt, in der Tat. Wir haben das schöne rote Shirt, die blaue Jeans und insgesamt etwas pfiffiger, etwas frecher vielleicht auch. Und das Ganze haben wir dann auch übersetzt auf die Website, haben die Website angepasst und 3 Freunde kommen jetzt auch dazu und erzählen mit dem Bärchen zusammen Abenteuer. Und das Ganze ist sehr, sehr interessant, spannend. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Mitglied, ein neues Mitglied im Bärchen-Team, nämlich meinen Partner Wolfgang. Ja, und damit herzlich willkommen, Herr Dr. Kühnel. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und mal Hand aufs Herz, das Bärchen kann man einfach nur gern haben, oder? Ja, absolut. Also was glauben Sie, warum Hans-Ewald und ich uns zusammengetan haben? Da hat Bärchen schon eine große Rolle gespielt. Ich wollte ganz klar Mitglied in der Bärchenfamilie werden. Mhm. Genau, das ist ein guter Plan. Und was hat sich denn nicht geändert? Worauf legen Sie denn seit über 20 Jahren Wert? Also was sich nicht verändert hat, ist das absolute Qualitätsverständnis. Bärchen ist immer die höchste Qualität. Bärchen hat auch eine Zutatenliste, die, ich sage mal, seinesgleichen sucht. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, der Spaß am Essen, der ist natürlich auch geblieben. Und das sind so die wesentlichen Werte von Bärchen. Mhm. Ja, und apropos Familienfreundlichkeit, ich habe mir sagen lassen, Sie haben diese Kinderwurst tatsächlich für Ihre eigenen Kinder erfunden. Stimmt das? Ja, das ist in der Tat so. Es war vielleicht sogar ein bisschen Zufall, aber wie das so häufig im Leben ist. Es ist ja schon einige Jahre her, die Kinder waren klein, es war Ende der 90er. Und seinerzeit war ich auf der Tour nach, ich glaube Frankfurt war es, zu einer Werbeagentur mit meinem Marketingleiter. Und da kam ein Spot, ein Funkspot im Auto von den Fruchtzwergen. Ich glaube, die sind heute auch noch gut bekannt. Da ging es immer so wertvoll wie ein kleines Steak. Und dann habe ich gesagt zu meinem Marketingchef, das kann ja nicht sein, dass hier jemand, der aus der Joghurtbranche kommt, unsere tollen Attribute nimmt, nämlich so wertvoll wie ein Steak. Damit meint er natürlich tolle Inhaltsstoffe wie Vitamine, wie Eisen, was Kinder gerade auch brauchen. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Wir brauchen eine Kinderwurst. Außerdem will ich auch meinen Kindern was richtig Gutes geben. Und da gibt es noch kein richtig adäquates Angebot. Da müssen wir was erfinden. Und dann sind wir damit nach Hause gefahren und haben überlegt, wie können wir das machen. Und das Erste war,
Kinder müssen sofort fasziniert sein. Denen kannst du nicht eine große Geschichte erzählen. Das muss denen sozusagen ins Auge springen. Und da ging es erstmal um die Figur. Und dann haben wir uns auch wieder damals mit Müttern und Kindern hingesetzt. Ich war dabei und haben überlegt und eigentlich besser gesagt zugehört. Was ist denn die richtige Figur für Kinder? Und wir haben ganz viele Figuren natürlich gesehen, vorher gezeichnet und das Bärchen war ganz klar die Nummer 1. Und so haben wir dann die Bärchenwurst als Figur erstmal entdeckt. Und dann war natürlich die große Herausforderung, wie setzen wir das um in eine Wurst? Also mit welcher Technik? Und ich habe zu meinem damaligen Produktentwickler gesagt, du machst jetzt nichts anderes in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, als diese Bärchenwurst zu kreieren mit einem Kopf, mit Tatzen, mit der Form. Und das war natürlich eine völlig neue Herausforderung. Und ich habe gesagt, nichts anderes machen, das heißt volle Konzentration. Und nach, 4, 6 Wochen kam dann irgendwann mal der weiße Rauch aus der Produktentwicklung, so nach dem Motto, ich habe den ersten Prototyp. Durfte er wieder raus, hat das Produkt gezeigt. Wir waren von Anfang an gleich fasziniert. Wir haben dann noch ein bisschen verbessert das Ganze, ganz klar. Wir haben die Technik entsprechend angepasst und sind dann 1998 mit der Wurst rausgekommen. Und das ist ja eine unglaubliche Faszination, die diese Marke seitdem ausübt. Woher kommt denn das? Was denken Sie denn, dass sie bei Groß und Klein so unglaublich beliebt ist? Ja, das ist in der Tat so, Mütter und Kinder. Und ich sage mal, die Kinder sind hier schon ganz, ganz wichtig, weil die quengeln ja manchmal auch und sie sind natürlich auch etwas verspielt. Und bei der Bärchenwurst ist es so, dass es nicht nur dieser milde Geschmack ist, der fasziniert, sondern natürlich auch die Form. Und es geht darum, bei den Kindern haben wir auch gesehen, dass sie mit dieser Wurst etwas spielen. Wenn es denn darum geht, dass es etwas Gutes ist, ja, wo man sagt, okay, das brauchen auch Kinder, ja, nicht nur immer etwas Süßes, dann ist das Spielen auch ein bisschen erlaubt, auch bei den Lebensmitteln. Und es geht hier ganz süß immer darum, dass die Kinder in der Regel mit den Tatzen beginnen, da anknabbern, links, rechts, und dann arbeiten sie sich sozusagen vor bis zum Kopf. Und man kann auch sagen, dass diese Wurst auch im Zweifel ohne Brot einfach so weggegessen wird als kleiner Snack. Das ist immer geblieben und das ist die Faszination. Die nächste Faszination ist sicherlich auch diese Packung, die wir weiterentwickelt haben, die einen in einem Supermarkt quasi anspringt. Ja, das ist eine 3D-Form, wenn Sie so wollen. So nach dem Motto, kauft mich, ich bin so lieb. Und das hat auch super funktioniert und funktioniert weiter. Das ist ja sozusagen ein Selbstläufer, wenn man so will. Und es ist auch interessant, und das konnten wir damals noch gar nicht wissen, dass es sowas auch gibt, dass nämlich nicht nur Kinder zwischen 4 und 10 diese Marke, diese Bärchenwurst lieben, sondern dass sie mitnehmen mit ins Alter. Jetzt können wir noch nicht sagen, wie 40-, 50-Jährige damit umgehen, aber wir wissen schon, 20-, 25-Jährige sind jetzt mit dieser Wurst auch weiter dabei. In vielen Kühlschränken von Studenten gibt es Bärchenwurst. Wow. Die haben sie quasi mitgenommen. Vielleicht auch ein bisschen in Erinnerung an ihre schöne Kindheit, dass sie dieses mitnehmen in ihren jetzigen Lebensumstand oder Leben. Und das ist so die Faszination, die uns auch natürlich immer wach hält, als diejenigen, die darüber hüten, was mit Bärchen so alles passieren kann und wie es weitergeht. Ja, dann schauen wir doch direkt mal, in welchen Ländern Bärchen seine Fans im Sturm erobert hat. Inzwischen werden die Produkte der TFB-Brand Reinhard Bärchen längst nicht nur von Kindern oder in Familien in Deutschland gegessen. Die besondere Qualität unserer Reinhard Bärchen-Produkte schmeckt eben auch in anderen Ländern und Kulturen. Schon jetzt kommen wir mit mehr als 10 Ländern auf eine große Exportquote, die wir zukünftig noch weiter ausbauen wollen. So konnten wir Kinder und Eltern unter anderem in Rumänien, Dänemark, Frankreich, Schweden oder auch in Großbritannien mit unseren Produkten begeistern. Wow, da hat das Bärchen schon eine richtige Reise gemacht. Warum hat sich das Bärchen eigentlich so verändert? Und welche Menschen stecken hinter der ständigen Verbesserung des Produktes? Das verraten wir Ihnen jetzt bei einem exklusiven Blick hinter die Kulissen des TFB-Marketings. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen in Versmold. Heute zeige ich Ihnen unser Team hinter der beliebten Marke Bärchen. Kommen Sie mit. Und jetzt schauen Sie mal, was unser Bärchenteam so macht. Wie schön, euch heute mal einen Einblick in unsere Arbeit zeigen zu können. Wie ihr seht, haben wir besonders seit der Neupositionierung des Bärchens eine Menge zu tun. Unsere besonders sensible Zielgruppe der Kinder wollen wir sowohl über analoge als auch digitale Touchpoints ansprechen.
Dabei ist die Pflege unserer Social-Media-Kanäle genauso wichtig wie die Planung und Durchführung von Promotions am Point of Sale. Durch die genau aufeinander abgestimmten Kommunikationselemente erstrahlt die Marke Bärchen nun im modernen Licht. Dadurch werden wir die Bekanntheit und Beliebtheit von Bärchen stetig steigern können. Und jetzt schauen wir mal, was in der Packung steckt. Die Verkostungen, die ihr hier sehen könnt, finden regelmäßig statt. Die Top-Qualität unserer Bärchenprodukte wird regelmäßig von uns getestet. Uns ist besonders wichtig, dass auch nur das an den Konsumenten geht, was uns auch überzeugt. Heute hattet ihr die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Marke Bärchen zu schauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben für die kommende Zeit schon viele spannende Aktionen geplant. Freut euch drauf! Worin unterscheidet sich eigentlich die Bärchenwurst jetzt von anderen Wurstsorten? Ich meine jetzt mal abgesehen vom Bärchenmuster natürlich. Ja, Bärchen hat keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Aromastoffe, keine Hefeextrakte und ist im Durchschnitt 30% weniger Fett als herkömmliche Wurst. Und das Ganze, das Qualitätsversprechen, haben wir auch auf der Packung mit der Qualitätstatze, die man hier sieht oder auch im Bild. Aha. Dazu kommt, dass wir bei Bärchen auch die beste mikrobiologische Produktionsqualität haben. Was heißt das? Ja, das heißt, dass wir permanent unsere Maschinen, unsere Linien überprüfen, wie der mikrobiologische Standard ist, also der Hygienestandard. Und dazu kommt, dass wir auch einen absoluten Technikexperten jetzt im Team haben, der ständig die Produktions- und Verpackungsprozesse optimiert. Wolfgang Kühl. Sie sind seit einiger Zeit schon im Bärchen-Team. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ja, durch die Fusion der Unternehmen Kemper und Reinhardt arbeiten wir in der TFB natürlich sehr eng zusammen. Und Hans-Ewald und ich, wir ergänzen uns auch sehr gut. Er ist mehr der Experte für die Innovation, fürs Marketing, aber auch für die generell die Kreativität. Und ich bin mehr für die Operations und für die Technik und natürlich auch für das Qualitätsmanagement verantwortlich. Und da Bärchen auch ein Produkt ist, was technisch sehr komplex herzustellen ist, hat sich das natürlich bei mir sofort eingebrannt und hat mich gleich fasziniert. Das klingt nach einer sehr guten Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie sieht die denn genau in der Zukunft aus? Ja, dieses Produkt wendet sich ja ganz explizit an Kinder. Und damit ist natürlich die Lebensmittelsicherheit, die Produktsicherheit unsere oberste Maxime, das ist unsere größte Priorität. Und da müssen natürlich alle technischen Prozesse optimal ineinander greifen, damit wir auch immer die hohe Qualität, die der Verbraucher von uns erwartet, auch sicherstellen können. Ja. Und in der Produktentwicklung arbeiten wir sehr eng mit den Verbrauchern, aber auch mit dem Handel zusammen, um durch diese Kooperation immer wieder neue Impulse für unsere großen und kleinen Kunden geben zu können. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle ist es Zeit für einen ganz besonderen Gast hier bei uns beim TFB Talk. Sie ist Ernährungsexpertin. Dafür wechsle ich kurz das Set, lasst euch kurz alleine. Wobei, ihr seid ja nicht alleine, ihr habt ja das Bärchen bei euch, ne? Also bis gleich. Hallo, Frau von Kramm. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, grüße Sie, gerne. Sie sind Food-Expertin, Sie sind Food-Journalistin und Buchautorin. Und Sie haben dieses ganz besondere Motto, nämlich gutes Essen fällt nicht vom Himmel, aber es ist einfacher, als man denkt. Was meinen Sie denn damit? Ja, ich meine, dass man es nicht so kompliziert sehen muss, denn was man braucht, sind gute Zutaten und man muss was selber machen, man muss kochen. Und wenn man das beides ruhig einfach anfängt. Eine Pellkartoffel kann was Tolles sein, Kräuterquark kann was Tolles sein, Pfannkuchen kann toll sein. Wenn man sich einfach traut, es zu beginnen, dann wird das Ergebnis immer toll sein. Und wenn man genau diese These jetzt auf Familie und Kinder überträgt, was passiert dann? Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen berücksichtigen, dass Kinder vielleicht ein bisschen kritisch sind, erstmal was probieren müssen, dass sie mit den Augen essen. Also ein Kind kann so eine kleine Macke am Apfel so stören, dass es den Apfel ablehnt, ohne dass wir Erwachsenen wissen, warum, weil wir nicht mehr so aufs Detail gucken. Und außerdem lieben Kinder Geschichten, die man ihnen erzählt. Sie lieben die Atmosphäre drumherum. Also sie sehen mehr und sie schmecken natürlich viel feiner als wir. Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Mhm. Ja, aber welche Rolle spielt denn dann überhaupt Fleisch oder in unserem Fall jetzt Wurst für die Kinderernährung? Also Fleisch
Auch Wurst enthält ein paar Nährstoffe, die besonders wichtig sind. Das ist vor allen Dingen Eiweiß. Tierisches Eiweiß ist sehr wertvoll, aber eben auch Eisen. Das ist wichtig für den Sauerstofftransport, die roten Blutkörperchen. Zink, ganz wichtig für die Immunabwehr, Zellwachstum. Ja, und auch eine gesunde Haut. Und dann kommen natürlich noch die B-Vitamine, B2 bei Schweinefleisch, sehr ausgeprägt, das weiß kaum jemand. Vitamin B6, B12 natürlich. Und das sind alles Substanzen, die eine Rolle spielen und die die so den Speiseplan ergänzen und wichtig sind. Ja, was ist denn dann die perfekte Ergänzung zur Bärchenwurst? Also das sind tatsächlich Kohlenhydrate, weil ich habe ja in der Bärchenwurst habe ich Eiweiß, ich habe Fett und der dritte Ernährungsbaustein Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Das fehlt, also muss ich gucken, so ein bisschen im Pflanzlichen, was passt dazu. Und da ist eben ein fein vermahlenes, also kindgerechtes Vollkornbrot ist toll. Natürlich ist es toll so als Topping für Salate. Es ist auch toll in einem Eintopf, also Kartoffel-Möhren-Eintopf oder wenn man Ofenkartoffeln macht und dazu einfach noch ein paar Bärchen, einen Suppentopf macht, eine Gemüsecremesuppe macht. Das sind alles Dinge, die die Bärchenwurst perfekt ergänzen. Jetzt haben Sie mir Hunger gemacht. Ja, nur zu. Ja. Was ist Ihnen denn persönlich als Ernährungsexpertin in der Familienernährung jetzt besonders wichtig? Also ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin sogar und deswegen gucke ich natürlich auf die Nährstoffe. Aber über den Nährstoffen ist eigentlich das Verhalten fast noch wichtiger. Das ist feste Essenszeiten, ein gemeinsames Essen, eine gute Atmosphäre, also einfach so eine Ruhe, wo die Familie zusammen ist, kommunizieren kann und etwas teilt, wo etwas passiert, wo Familienleben sich wirklich wie unter einer Lupe entfaltet. Das ist so, das wissen wir durch Studien. Und deswegen finde ich das besonders wichtig. Was finden Sie denn an der Bärchenwurst oder überhaupt an den Bärchenprodukten ganz persönlich am allerbesten? Ja, also da muss ich 3 verschiedene Dinge nennen. Einmal sind es wirklich die guten Inhaltsstoffe. Das ist sehr sauber zusammengesetzt. Das Fett hält sich in Maßen. Also das ist eine sehr gute Rezeptur. Die Zutaten stimmen. Das Zweite ist natürlich, es erzählt eine Geschichte, dieses Storytelling, weil Essen soll auch Spaß machen und Essen soll auch mit Kindern Spaß machen. Und dann ist natürlich schon ein Punkt, dass es relativ einfach ist. Also wenn ich mal eilig bin und die anderen Zutaten da habe, dann kann ich mit so einem kleinen Eyecatcher auf einmal auch alles, was die Kinder vielleicht sonst nicht so toll finden, schmackhaft machen. Und dafür ist das Bärchen perfekt geeignet. Das Auge ist eben mit und das auch bei den Kids, ne? In Genau. diesem Sinne an die Wurst, oder? Was bleibt uns noch zu sagen? Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Bärchen auch ganz besondere Nachwuchstalente fördert. Und eine davon, die ist uns jetzt live zugeschaltet, quasi direkt vom Tennisplatz. Joelle Stör. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Maxi, ich freue mich, bei dir in der Sendung sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns auch. Magst du uns mal ein bisschen was über dich erzählen? Seit wann spielst du denn Tennis und wann hast du denn deine Profikarriere gestartet? Also ich spiele Tennis, seitdem ich 4 Jahre alt bin und meine Profikarriere hat begonnen mit 15, als ich fürs Porsche Talent-Team nominiert wurde. Bärchen begleitet dich ja seit 2019 auf deinen vielen Reisen. Wie war denn eure erste Begegnung und bei welchen Turnieren war Bärchen denn schon überall mit dabei? Also Bärchen organisiert ja das größte internationale Jugendturnier unter 12 in Deutschland. Und nachdem ich das gewonnen habe, habe ich den Herr Reinhard und Bärchen kennengelernt. Und nach meinen vielen Turnieren in Amerika, Afrika, deutsche und europäische Meisterschaften ist Bärchen immer fröhlich mit dabei. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Trainieren und vor allen Dingen ganz viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Und Ihnen wollen wir natürlich unseren beliebten Ehrengast jetzt nicht länger vorenthalten. Schauen Sie mal, so wird aus einer einfachen Skizze das Bärchen zum Leben erweckt. Aus einem schüchternen Bärchen in Reinhard-Latzhose und roten Bäckchen hat sich im Laufe der Jahre unser selbstbewusstes Bärchen entwickelt. Während am Anfang noch Bleistiftskizzen herhalten mussten, entstand im Laufe der Zeit unser niedliches Maskottchen mit blauer Schleife und Augenzwinkern. Nach und nach wurde jedoch auch Bärchen älter und wir machten aus ihm einen vollfarbigen, abenteuerlichen Charakter. Heute strahlt uns Bärchen in auffälliger und moderner Kleidung lebensfroh entgegen. Das Erkennungsmerkmal, die Tatze, darf auf seinem T-Shirt dabei natürlich auch nicht fehlen. Ja, wow, da haben Sie ordentlich Schwung gebracht in die Neugestaltung des Bärchens und natürlich von seinem Zuhause. Können wir vielleicht mal einen kleinen Einblick haben ins Baumhaus?
Ja, aber klar, unser Digitalmanager Niklas Wendt macht mit Ihnen gern eine kleine Führung durch unser Bärchenbaumhaus. Sehr gut, wunderbar. In diesem Sinne lasse ich Sie noch mal kurz alleine und schau mal, wie das Bärchen so wohnt. Hallo Niklas. Hi. Hi. Ja, dann erzähl doch mal, was hat sich denn beim Bärchen alles getan die letzten Jahre? Gerade im letzten Jahr hat sich relativ viel getan. Wir haben begleitend zum Relaunch eine neue Webseite gebaut und haben die Bärchenwelt, aber auch die Bärchenbande zum Leben erweckt und damit eine Erlebniswelt für alle unsere Fans geschaffen. Das heißt, für die Kids genauso wie für die Erwachsenen? Genau, wir haben 2 separate Bereiche auf der Webseite. Einmal sprechen wir ganz klar die Eltern an, wo es fokussiert natürlich um die Produkte und Informationen zu den Produkten geht, aber auch Ernährungstipps oder auch mal das eine oder andere kleine Rezept zum Nachkochen. Und im Gegenzug natürlich der Kids-Bereich, wo es sehr viel um das Thema Spielspaß, aber auch Lernen geht, wo man gemeinsam mit der Bärchenbande sich vielleicht das eine oder andere Rätsel angucken kann, einen Download herunterladen kann zum Thema Ausmalbilder oder dergleichen und am Ende des Tages gemeinsam mit den Eltern eine bärenstarke Zeit hat. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Kriegen wir eine Führung durchs Baumhaus? Na klar, können wir das machen. Aber natürlich nicht alles, weil wir wollen ja die Spannung aufrechterhalten. Deswegen würde ich dir einfach mal gerne meine Lieblingsetage zeigen. Das ist die aktuelle Etage Nummer 3, das Geschichtszimmer, wo es darum geht, dass Bärchen mit seinen Freunden, mit der Bärchenbande gemeinsam Geschichten sich anhört in Form von Hörspielen und wirklich dort spannende Abenteuer erlebt. Und da kann ich allen nur dazu raten, die Bärchenpost zu abonnieren und die neuesten News einfach zu erhalten. Ja, man merkt, da steckt vor allen Dingen viel Arbeit und noch mehr Herzblut drin. In diesem Sinne vielen Dank, Niklas, für diesen Blick behind the scenes. Ihnen auch vielen Dank. Ich habe von Ihnen heute gelernt, Essen muss gesund sein, darf aber auch Spaß machen. Vielen Dank auch an Sie beide für diesen ganz besonderen Blick, dass wir mehr lernen durften über die Welt von Bärchen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch Ihnen einen ganz heißen Tipp mit auf den Weg zu geben, nämlich schauen Sie doch einfach selber mal vorbei auf der Homepage und tauchen Sie ein in die Bärchenwelt. Da gibt es nämlich ganz viel zu entdecken. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.